Wir haben am Start 7 huge PlayStation Games you are least likely to platinum. Die Frage ist jetzt, warum und welche Spiele sind das? Aber schauen wir mal rein. Kennt von euch schon jemand das Video? Wahrscheinlich schon alle gesehen. Ich bin der Letzte, der das nicht anschaut. Trophies are unlockable rewards you get for playing PlayStation games, and of all the trophies a player can win, the Platinum Trophy is the most precious. That's because a Platinum Trophy is only das kennen wir doch. Last Guardian. given out once a player has gained every other trophy in the game. Was wird das dann? Irgendein Tetris? Tetris-Effekt vielleicht? Hans Mathematik hat es nicht gesehen. Gut, da bin ich nicht alleine. Eine Freundin hat heute erst ein Video zu ihren Trophäen hochgeladen. Sie ist blutige Anfängerin. Habt sie wohl angefixt. Ja, cool. And helpfully, PlayStation tells us just how rare they are. For instance, while 8.5% of players have earned a platinum in NYC with our friendly neighborhood Spider-Man, there are some huge PlayStation titles with a Könnt ihr auch gerne mal reinschauen, Alex. platinum rate of well below 1%. So let's gawp in surprise at PlayStation's trophy stats as we reveal some of the biggest PlayStation games you're least likely to platinum. The book just fell on my head. I only have myself to blame. Or wait, I said it wrong. Hold on, let me read it again. Okay, Last of Us. Wer hat die Platin? Ich habe nun die Online-Trophies. Einmal ist da wohl durchgespielt, dann war irgendwas verbuggt. Die Dialoge und seitdem nicht weitergespielt. The book just fell on my head. I only have my shelf to blame. Genau, das ist ja die Trophy, die Witze und noch irgendwas gab's da. Ruined it. You'd think that Joel from The Last of Us has enough to worry about. But as if escorting a young girl across a zombie-infected America wasn't sufficiently challenging, he also has to pick up a bunch of collectibles. Ja. Goal, At least he Collectibles. has to if you want to get that Platinum Trophy. Hier fehlen auch die Dialoge. Ja, das ist so eine Kack-Trophy. Ich habe immer Pech mit den Dialog-Trophies. Last Guardian, genau dasselbe Problem. Last of Us. Und das, wenn du dann ein Spiel 3-4 Mal durchgespielt hast und einfach diese Trophäe nicht aufploppt, dann hast du einfach keinen Bock mehr drauf. Trophy, which only 0.4% of The Last of Us players have. Both the original and remastered versions of this game have the same trophies and 0.4% platinum pass rate, and looking at the Ja, und die PS3 Platin ist nicht mehr möglich, weil die Server down sind. remastered trophy stats, we have our theories as to why. First off, those collectibles. Between the Firefly pendants, comics, artifacts, toolboxes and training manuals, there are 140 different items to collect, Geil. Gut gemacht, Naughty Dog. and failing to pick one up means you have to replay the entire level they're hidden in. There's no running around the map mopping up collectibles like in open world games. Ellie, found another one of them comics. Then there are the harder to track trophies, like exhausting all the dialogue options with your Genau, dieser Scheiß. Und ich habe mit Strichliste, mit Abhaken, alles abgearbeitet und irgendwas hat nicht getriggert, das kam erst gar nicht. Oder die Trophy kam nicht, ich weiß nicht mehr. Ich habe schon verdrängt, schon so lange her. fellow zombie apocalypse survivors. Miss one NPC conversation option and you, like 99% of your fellow players, will miss out on interesting world building and you won't get the I want to talk about it trophy. How about you, Kate? You okay? Gleich kommen die I'm Multiplayer-Trophies. okay. You'll also miss the hidden trophy, that's all I got, just like 98.7% of your fellow players if you move on too fast when Ellie finds a book of puns and fail to stick around to hear every single one of Ellie's brilliantly terrible jokes. Bakers trade bread recipes on a need-to-know basis. Need. I get it. A girl after my own heart. You can at least replay levels to hoover up those trophies, but not the trophy The Last of Us Survivor Plus. For this trophy, you must not only play the game once to unlock New Game Plus, but then you must play it a second time on Survivor mode, the hardest difficulty with fewer resources, fewer abilities, and harder hits from enemies. Unsurprisingly, only 1 in 100 players have tried and or succeeded. Don't get us started on the multiplayer trophies, as if multiplayer is what anyone bought this game for. We bought this game for puns. I tried to catch some fog earlier. I missed.
What's interesting is The Last of Us Part 2 has a much higher platinum rate of 4.1%. Ja, auf PSN Profiles waren sogar 25%, glaube ich, oder? Hatten wir doch bei Diddy letztens. Probably because while it has over double the collectibles, it doesn't have a trophy tied to difficulty levels, multiplayer, or finishing the game on New Game Plus. And that's why Part 2 is better than the first game. RIP my mentions. Oh ja, The Last Guardian, genau dasselbe Problem. Es wartet auch noch auf mich. So ein tolles Spiel und dann machen die Dialoge, die einfach nicht getriggert werden wollen oder die Trophäe, die nicht aufploppt. Weil ich meine, ich habe wirklich alles getriggert. Kommt einfach nicht. Und es macht das ganze Spielgefühl kaputt, weil das Spiel ist super, aber halt nicht so super, dass man es 10-mal durchspielen will. Mit einem Guide nebenbei. Aber ja, mal gucken, was die erzählen. During a playthrough of The Last Guardian, you'll spend approximately half of your playtime petting the noggin of your big animal friend Trico. So cute! But the other half of your playtime will be spent quietly swearing at Trico for not doing what you want him to. Das stimmt, aber das macht das Spiel aus. Es haben auch viele moniert, dass die Steuerung ein bisschen hakelig ist und dass Trico nicht so reagiert, wie man will. Aber ich finde, das nimmt zum Ende des Spiels ab und das spiegelt so ein bisschen die Bindung wieder, die man aufbaut mit Trico. Am Anfang ist er noch misstrauisch und macht so sein eigenes Ding. Und je weiter man fortschreitet und zusammen Dinge erlebt und geschafft hat, desto mehr vertraut er einem und hört mehr auf einen. Und das spiegelt sich halt in der Steuerung wieder. Das ist echt unfassbar gut gemacht. Und irgendwie haben das viele nicht durchblickt. Sake, Trico! All loudly swearing. See, Trico is adorbs, but he is also built on rather fussy AI. That, though impressive, can make him difficult to herd around a bunch of puzzles. This can lead to mildly frustrating moments in the game, and might be the reason why only 0.3% of Last Guardian players have platinumed it. Why? Because many of the Last Guardian's trophies rely on Trico doing exactly what you tell him. For example, Oder weil die Trophäen verbuggt sind. when you're trying to save time and blast through the game in 5 hours to unlock the Lightning Emissary trophy, like 0.4% of players have, Trico might not come along as fast as you'd like him to, or just go in the wrong direction. You do you, Trico. Massive pain in the ass. Or consider the Collar Trophy that requires you poke Trico's head through 15 different archways in the game. Das war halb so wild. Das war wirklich halb so wild. Das hat gut geklappt. And sometimes Trico simply doesn't want to put his head through. I don't know about you, but I would give up after 20 minutes because damn it, I have other things to do, and 99.3% of other players don't have this trophy either, so f*** it. Nee, da musste man den erstmal hinlocken und dann rufen. Also der musste in der Nähe sein. Da gab es so 2, 3 Stellen. Da hat er nicht von alleine hingefunden. Aber ja, die war okay, die Trophy. Jemand von euch die Platin bei The Last Guardian? You know what? Atreus was never this frustrating. Maybe that's why God of War has a 4.7% platinum rate. But you Ja, dafür hatte man die Valkyrie, wo viele geflucht haben. can't just blame Trico. Unlike God of War, The Last Guardian is a strictly linear game where you can easily miss important trophy items. For example, like 99.3% of other players, you might miss one of the 48 barrels you need to feed to Trico Oh, ich glaube, die habe ich sogar, die Trophy. to unlock the trophy called Lock, Stock and Barrel. Übrigens einer meiner Lieblingsfilme, Lock, Stock and Barrel. Eat it, Trico. Trico, I swear. Eat it now. Eat it now. So, ich weiß ganz genau, genauso schlimm gewesen. Or I'm uninstalling you. Or maybe you decided life was too short. Or like 98% of other players, you could miss throwing 20 of those barrels for Genau, das war viel schlimmer. Da hat er sich nämlich angestellt. Man muss das Fass nehmen, hochwerfen und er muss es in der Luft schnappen. Und oft war es einfach der Fall, dass er daneben geschnappt hat
es auf den Boden gefallen ist und der dann einfach es vom Boden gefressen hat, bevor man es wieder aufheben konnte. Und es hat eine verpassbare Trophäe, weil man muss 20 füttern. Ich glaube, im einen Run muss es sogar sein. Ich weiß nicht mehr, ob das übergreifend war, ob das safe übergreifend ist oder im einen Run, aber da hat es auch gehakt. For him to catch in midair and therefore fail to get the trophy, practice makes perfect. There's also the trophy named All Talked Out that only 0.4% of players have got for hearing every hint, Ja, das ist die abgefuckte Trophäe, die bei mir nicht geploppt ist. which only happens if you wait around for ages being stuck on every puzzle. If you want that trophy and the aforementioned speedrun trophy, you'll need to play the game at least twice. Ich habe das Spiel schon 4-mal durchgespielt und diese Trophäe bis heute nicht bekommen. By that do you mean I need Trico to solve this puzzle? Because I kind of got that from the rest of the entire game. And that's not even mentioning a whole bunch of trophies tied to defeating animated suits of armor in really specific ways. For example, the trophy called Last Minute Reprieve, for which you must have Trico defeat 20 or more suits of armor while they are carrying the boy. As if it's that simple to get Trico to do anything. Das war auch halb so wild, das war okay. Yeah, you're a bit late on that one, Trico. Yeah, never mind. Aber so sehr ich auch geflucht habe wegen der Trophäen, ich kann dieses Spiel jedem nur wirklich ans Herz legen. Das ist eins der besten Story-Games, einzigartig. Es wird nicht viel gesagt. Die Beziehung, die man aufbaut in einem Spiel, ist so nie da gewesen. Und das Ende ist einfach zu traurig. Das ist einfach zu heftig, das Ende. Das kann ich, wie gesagt, jedem nur empfehlen. Spielt unbedingt Last Guardian. Sword was geht, alles klar. Ja, Tetris Effect hatte ich ja vorhin gesagt. Mal sehen, was die dazu sagen. When some PlayStation owners want to relax, they'll play Bloodborne. Ja. Overwatch Square 1,2 Millionen. Oha. Oha. Ja, bei Twitch sind ja auch aktuell Drops aktiv, gell? Dann kannst du Beta-Keys gewinnen. Apparently it's therapeutic? Actually, farming blood echoes from slime scholars in the lecture building is a very chill way to spend an hour. Yes, I hear how that sounds. Others, however, will boot up a game of Tetris Effect, the hypnotic game based on the 1980s Game Boy Classic that first Das hat der Fan ja auch Platin und hat es vorgestellt in seinen Top 5 Platins. appeared on Sony's VR hardware, the PSVR. Ich glaube, es wird ein Spiel, an dem ich mich niemals probieren werde. Also mein peripheres Sehen ist so schlecht und damit steht und fällt Tetris. Kannst vergessen. Werde ich nicht machen. Bin ich einfach nicht in der Lage zu. Much better. But it would probably surprise you to learn that although a whopping 6.5% of Reden die jetzt über Bloodborne oder über Tetris? Was stimmt nicht mit denen? Bloodborne players have earned a platinum, Tetris Effect players 0.1%. This will likely stem from the fact that the super chill Tetris Effect is a great game to jump in and out of just to play a few levels, especially in VR where you can treat it like some kind of video game flotation tank. Whereas start a game of Bloodborne and you get a little Ich weiß gerade gar nicht, ob das Tetris Effect war, was Fenne gespielt hat. Muss ich mal nachschauen. Aber der hat auf jeden Fall einiges erzählt. Die Doppel-S-Ränge und so weiter und so fort. Katastrophe, da kann ich nachvollziehen, dass die Platin so selten ist. Hi Phoenix, grüß dich. Was geht ab, mein Lieber? more, well, invested. Okay, Ellen, let's talk runes, because I know what you're thinking. For my build, I'm going to obviously want moon, but like, while I hear you... Soll ich euch nochmal meine Platin-Trophäe zeigen? Haben ja noch nicht alle gesehen. Sind hier ein paar Nachzügler reingekommen. Hier, schaut euch mal dieses hübsche Ding an. Normalerweise müsste man hier auch den Namen sehen. Na,
Da steht noch mein Name. Kilo Dave. Ja. Wie geil ist das Ding mal bitte, ha? Man merkt, ich bin stolz, oder? So, wieder an seinem Platz. Well, I understand what you're saying. I do want you to consider. But even if you do end up playing Tetris Effect more than Bloodborne, there are some trophies only the most dedicated players will be able to get. For example, the Die Platin für Real Life, ja. trophy called Certified Grandmaster, for which you must achieve player level 100, has only been unlocked Mindestens Ultra Rare. Wenn nicht, dann ist es sogar ein Unikat. by 0.7% of players. Plus there's the hidden trophy Spin Artist, which requires players to rotate Tetraminos 1 million times. Ah ja, das war Tetris Effect. Da. Ich glaube, da wurde sogar ein Makro uns vorgestellt. Oder man braucht halt ewig, um das Spiel zu platinieren, dann kommt das automatisch. Which must take a long damn time, judging by the 0.1 award rate. Jeez. Ja, wo ist mein Wasser? And those are just the trophies you get for playing loads. There are plenty of skill-based trophies that only extremely committed players will get, the most elusive being the trophy called Seriously? Ja, die habe ich gemeint. Also, da weiß ich, ohne das Spiel auch nur anzufangen, ich persönlich würde das niemals schaffen. Das ist ja immer so eine Typsache. Manchen liegt das eine Genre, anderen das andere. Und das würde ich einfach nicht hinbekommen. Das würde mein Hirn in der Zeit nicht verarbeiten können. Und Phoenix, du hast Urlaub, oder wie? Seriously, for which players must earn SS rank everywhere possible. This means getting the highest rank possible, well, everywhere, and has been awarded to only 1 in 1,000 owners of Tetris Effect. Probably because this level of intense rank chasing is at odds with the game's whole relaxing vibe, unlike Bloodborne. With Bloodborne, you know what you're getting into. Das ist eigentlich die 2.5. Ja, nice. Der 2.5. ist Montag, oder? Fängst du da am Dienstag Oh my an? god, you're getting into Bloodborne. Okay, amazing. Right, let's talk starting weapons. Now, Sword Cleaver, yes, brilliant. Stay away, in my opinion, from Ludwig's Holy Blade. I know, Ellen, you had your heart set on the Holy Blade, but I cannot be doing with it. Oh, Uncharted 4. Hier kann ich mal mitreden. Hier habe ich mal die Platin geschafft. Und mal Naughty Dog ohne verpackte Trophy. Bei mir zumindest. Mit wie viel? 170 Collectibles oder mehr? Uncharted 4 is the swan song of treasure hunter Nathan Drake, and by that we mean it's his last game. He's not honking and hissing like an actual swan, unless Nolan North had a moment in the vocal booth we don't know about. Nearly 40% of Uncharted 4 players have finished the game so far. However, look at the platinum rate and you see only 0.6% of players have managed to pick up a platinum trophy. Okay. Ja, es hat mehrere Gründe. Schauen wir mal rein. So why is that? Well, Also am schlimmsten sind die 100%. Da ist die Abschlussrate noch niedriger. as the data shows, the Uncharted series is one that most people will play through once, enjoy the puzzles and shooty bang bangs, and then get on with their lives. But Uncharted 4's Platinum requires more investment than that. No. Jesus. For example, only 1.5% of players have finished the game on the toughest difficulty mode. Ja, mit Cheaten geht es gut. Ich zweifle gerade daran, einen scheiß AP-Drucker über das Netzwerk zum Scannen zu bringen. Ja, da bin ich überfragt. Known as crushing mode. Sounds chill. Then there are the multiplayer trophies, in a game most people Warum nicht über USB? only buy for the single-player adventure. Then there are the 109 treasures you're required to collect. But previous titles in the Uncharted series had crushing difficulty, multiplayer and collectibles, yet still have marginally higher platinum rates. Woran könnte das liegen? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, die haben sich besser verkauft, kann man das sagen? Also ich weiß, zu PS3-Zeiten, da haben viel mehr Leute versucht, die Platin zu holen. Ich glaube, die ersten, Teil 1 nicht, aber Teil 2 war auch definitiv besser als Teil 4, Teil 3 wohl auch. Und sonst, aber ich würde sagen, Teil 4 war der leichteste für die Platin, weil da kann man ja, wie gesagt, cheaten, also durch die ganzen Barrierefreiheiten und so, die man einstellen kann.
lässt sich das locker cheesen. So what's the biggest culprit for the drop to less than 1% of people getting platinum in Uncharted 4? It appears to be the addition of trophies to do with speed and accuracy. Which isn't great for me, seeing as I once came last in the London Marathon by going to London, Ontario by mistake, where I also lost a marathon. One tricky Uncharted 4 trophy that fewer than 1 in 100 players attained is Sharpshooter, which requires players to complete the game with 70%. Oh, das war bei mir auch knapp. Ich glaube, ich habe mit 71% knapp das abgeschlossen. Ich glaube, es waren 71% und es war irgendwie im vorletzten oder am vorvorletzten Level auf 69 abgerutscht. Da habe ich schon Krise geschoben. Aber ja, es ließ sich dann relativ schnell wieder fixen. Aber muss man höllisch drauf aufpassen. Accuracy. So, shooty bang bang too wildly on your first playthrough, and you'll have to do it all over again. Then there's the trophy called Charted Speedrun, which has a 0.9% award. Ja, gut, das habe ich mir auch erspart und dann Glitch genutzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der ging, aber es gibt einen Glitch für. Rate, because it demands you complete the game in 6 hours or less. This is not possible if you want the trophies for stopping to pick up all the collectibles, so you're forced to play the game multiple times to get the treasures and a successful speedrun. Or going by the trophy stats, you give up and go do something far less stressful and far less time consuming, like an actual marathon. Right, Great North Run next, which I assume is at the North Pole. No time to check! Weil 2 Runs haben mir gereicht. Einmal auf normal mit allen Collectibles und dann einmal auf Crushing. Da hatte ich keine Lust noch auf einen Speedrun. Da habe ich den Glitch genutzt. So, als nächstes Shadow of the Colossus. Alex, da hast du ja die Platin. Wer hat da die Platin? Ich habe das Spiel leider noch nicht gespielt. Steht noch auf der To-Do-List. Aber das wollte ich erst anfangen, wenn ich mal Last Guardian endlich abgeschlossen habe und diese verbuggte Trophäe sich auflöst irgendwie. Due to popular demand, Shadow of the Colossus has been released not once, but 3 times across 3 different PlayStation platforms. Glaub, Shadow of the Colossus ist in meinem ABC-Backlog. Ah, cool. PS3 oder PS4? Ja, Alex, ich bin stolz auf dich. Noch nicht, hab's mal kurz angefangen und das war's dann. Wieso, Hans Mathematik? Was hat dich davon abgehalten, weiterzumachen? Also die Platin ist auf jeden Fall nicht ohne. Gibt es auch eine Speedrun-Trophy, oder Alex? Ich glaube, da muss man sogar in 4 Stunden durch oder in 5 Stunden. But despite being a critical darling and being so beloved by its fans, just 0.7% of players have platinumed the re-release on PC. Das ist doch aus PSN Profiles der Screenshot, oder? PS3, when trophies were first introduced to the game. Looking at the trophy list, you can gradually see players dropping off as they reach each new Colossus to fight. But 17.2% of players did at least see the end credits. Krass. So why so few platinums? Well, first off, there's the Wonder and the Forbidden trophy for finishing Ist machbar. Ah, gut. in hard mode, which only 2% of players unlocked. Because, let's be honest, these huge beasts are rock hard enough as it is. They're literally made of rock. Boo! Then there's a trophy named Meticulous Collector, which requires you to completely dominate, on hard difficulty no less, all of the game's bosses in time attack mode, which unlocks after you complete the game. Did you know Shadow of the Colossus had a time attack mode? Ah, 45, okay. Neither did we. You know what? I'm sensing a pattern behind all these low platinum rates. I call this pattern, please stop making me play games twice, I have so much to do. Da ist was dran, ja. Collectibles rear their ugly heads again here. Only 1.3% of players have earned the trophy Endangered Lizards, which requires killing every lizard in the game for their tails. These peaceful teeny lizards are the opposite of Colossi. Give them a break. Ja, was soll das? Ich verstehe das nicht, warum es in so vielen Spielen töte so und so viel von Tier X Trophäen gibt. Das ist eine Schande.
And only 1.1% of players have the Cornucopia Trophy, which requires you to find and eat all 128 fruits in the world, having to shoot them off trees because apparently Wanda can climb this, but not a tree. Boah, das hat meine Lust an dem Spiel gerade komplett gekillt. Die ganzen Sammelrotz-Trophäen, Collectible-Kacke. Ey. 120 Früchte, aber was stimmt nicht mit denen? Weil ich dort nicht klar kam, aber zum Glück noch keine Trophäe bekommen. Das Problem war die Steuerung. Okay. Hast du es auf der PS4 gespielt oder auf der PS3? Auf der PS4 sollte ja relativ modern sich steuern. 48 of those 128 fruits are in a secret garden shrine that you can only reach by increasing your stamina bar with the lizard tails over multiple playthroughs. Jeez, this is all so complicated. I miss when life was simple and all I had to do was murder giant rock monsters. Simpler times, happier times. Okay, Street Fighter 5 ist eine Ansage. Ich weiß nicht, ob 4 oder 5 schlimmer ist, aber sind beide nicht ohne. Als ein Plus kam. Ah ja, ja. Na gut, immerhin, wenn es gar nichts für dich war, oder willst du es noch angehen, Hans? Wie steht ihr zu Beat'em-Ups? Das Einzige, was ich platiniert habe, ist Tekken. Das ist noch schaffbar, aber an Dead or Alive oder Street Fighter, Mortal Kombat habe ich mich bis jetzt nicht getraut. Street Fighter is a beat-em-up series that started in arcades but also has a rich history on home consoles. But if you want to play Street Fighter 5, you'll have to find yourself a PlayStation 4. Don't worry, they're much easier to find than a PlayStation 5. But if you're a PlayStation owner looking to score more platinum trophies, maybe you should hold off from buying this game. That's because it only has a platinum reward rate of 0.1%. Was hat denn das für eine lange Trophäenbeschreibung? That's because it only has a platinum. Sweet, you got all the trophies. You're really something. Isn't that right, Rio? You have done well to reach the end of this one journey. Okay. Und noch weiter. Platinum reward rate of 0.1%. This is likely due to a variety of reasons. For example, while fighting games do have their hardcore audience of combo juggling frame counters who know all the lore, they also have a wider audience of people who just play because they want to beat up their friends while looking like Abe Lincoln on Arm Day. Light it up. I have the power of life. 407 reps ago, our fathers brought forth the pain! Judging by the trophy named The 16 Trials, 12.1% Ja, alle so lang die Trophäenbeschreibungen. of players have finished the story for all characters. So why the big drop for Street Fighter V's platinum rate? Probably because it takes way too much time. Many Street Fighter V trophies are awarded to you just for how long you've played. Only 2% of players having fought in the 300 network battles needed to earn the trophy of Ja, es geht doch. Man muss sie nicht mal gewinnen. a fiendish trap. Hope the servers are up. Then there's the time and patience involved in leveling up a single character to level 30. Okay. A task that the game knows takes bloody ages because it calls the trophy slow but steady wins the race. And most ludicrous of all, and most boring because it's not even for playing the game, is the trophy named See You in My Dreams, which requires you to watch 50 replays. I don't want to watch one replay of my terrible street fighting, let Okay. alone 50. Speaking of my terrible fighting skills, there's no way I'm going to get two of the least awarded trophies in Street Fighter V, which are awarded for playing in survival mode. Only 1 in 200 players have won the trophy A True Warrior Spirit, for which you must play through 50 fights on hard difficulty with a single life. And only Okay, das ist heavy. Das ist wirklich heavy. 1 in 500 players have won Back from Hell for completing 100 fights on extreme difficulty with a single life. Okay, nee, okay. Daran scheitert es spätestens. Well, I only have a single life, so I'm not going to bother trying to get these trophies. Sorry. Ah, Beat Saber, nice. Beat Saber is a game that makes you feel cool, but makes you look like this. Ja. Ich habe mir mal ein Video angeschaut, wie ich zocke. Also jemand hat mich aufgenommen beim Spielen.
Seitdem habe ich das, glaube ich, nicht mehr angepasst. Ja, genau so. Are you saying I don't look cool? But Platinum Trophy holders of this game are in an elite club, as only 0.6% of PSVR Beat Saber players have one. Part of that is because it is often played as a party game, with friends taking it in turns to Ja, pretend das to be a stimmt. Also die wenigsten Leute werden auf die Platin aus sein. Und wichtig ist, wenn man die Platin haben will, man muss dranbleiben, weil wenn man einmal raus ist, dann ist es schwierig wieder reinzukommen und man muss das Spiel halt fühlen. Am besten in einem Rutsch durchspielen. Am Anfang ist es hart, man kommt relativ gut rein mit der Zeit. Jedi at a rave. Aber genauso kommt man schnell wieder raus, deswegen dranbleiben. This is likely the reason why only 2.1% of players attain the trophy named Peace for clearing all the missions in the campaign. But also, a lot of the trophies are real hard. Just consider the trophy Flawless. Here, you must achieve your first SS rank, the highest rank possible, on any level, on Expert difficulty. Muss man nicht überall Doppel-S auf Expert schaffen? Ich weiß gar nicht mehr. Without any modifiers. Come on, me mateys. Let's find the island and find that treasure. Now, you might think you just have to hit all the notes with no mistakes, but no, you can hit all the notes and still not even get an S rank. Thanks to the power of VR controllers, you are now also judged on your finesse. By that we mean things like accuracy when hitting the boxes and how big and swooshy your saber swings are. Basically, you've got to look cool. Unlike Luke. Hey! But if you can get those combos up and not miss a single note in a song, maybe you can join the 1.7% of players with the Drum Kit Trophy by getting a full combo on 15 levels on hard difficulty. If you really want that platinum, you will also have to up the difficulty to Expert for the No Hidden Platin, let's go. Hast du schon bekommen oder willst du sie heute holen, Alex? Mistakes Trophy, which has been unlocked by only 0.9% of players who, we presume, are all actual Jedi Knights. Although the No Mistakes Trophy is technically easier than the Flawless Trophy because it allows for helpful modifiers to be used, it does take a lot longer to perfect 15 different levels, and clearly not many people could be bothered. Which includes me! Well, I guess. Hab's jetzt? Ah, nice. Gratuliere, Alex. Wunderbar. Hast es geschafft. Was kommt als nächstes? Bei Beat Saber fand ich die Musik mit der Zeit anstrengend. Das war so das einzige Manko, dass man die Lieder für die Platin nicht austauschen kann. Für den PC hast du ja einen riesen Katalog, auf der Playstation ist es ein bisschen schwieriger, so viel ich weiß. HP ist einfach ein komischer Verein, die haben für jede Funktion eine andere Anwendung. Ja, das hatte ich mit meinem Laserjet dasselbe Problem. Das ist zu wild. Und da gibt es ja noch für jeden Treiber noch ein unterschiedliches Protokoll. Also das war, keine Ahnung, bis ich das eingerichtet habe, bin ich lieber zum Copyshop gelaufen. Guess I'll never be cool, just lukewarm. Was that directed at me? Maybe. So those were some of the huge PlayStation games that hardly anyone has platinumed. Seriously, are you one of the platinumers of Street Fighter V or The Last Guardian? If so, congratulations on your incredible patience. Bald. Also Last Guardian wird auf jeden Fall nachgeholt. The Last of Us auch, wenn jeweils die Dialogtrophäen ploppen. Uncharted haben wir ja letztens platiniert. Und beim Rest bin ich mir noch nicht sicher. Hey Nina, mein Schatz, wie geht's dir? Please let us know in the comments and also give us other life advice in general. We wish to learn from you. Share your knowledge. Share your wisdom. They should go outside. No! No, I've been. Okay. Ja. Ein lustiges Video. Kann man sich mal gönnen. Hätte man aber viel prominentere Spiele auspacken können. Aber ja, vielleicht war das ein anderer Blickwinkel mal. War auch okay. Die sind eher auch so auf Casual-Spiele gegangen, würde ich sagen.
Waren viele PS Plus Spiele dabei, schon mit einer bisschen größeren Reichweite.